Hallo, heute sind wir im Grünen Zoo Wuppertal. Ja, hier haben wir jetzt unseren Schopfhirschmann. Das ist das Männchen, was wir bekommen haben. Wir haben auch noch ein Weibchen. Die kennen sich auch schon, wo sie vorher waren. Und wir hoffen natürlich auch im Zuge des EEP, dass die sich hier schön fortpflanzen werden. Auf der neu gestalteten Anlage, die in Zukunft mit unseren 2 roten Pandas bewohnen werden. Und sehr interessant war bei denen zu erfahren, dass die wirklich sehr, sehr ruhig sind. Ich persönlich habe bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung in der Pflege mit Schopfhirschen. Kann jetzt natürlich nicht sagen, ob die immer so entspannt sind, aber unsere sind es auf jeden Fall. Und das war wirklich mal eine ganz neue Erfahrung, auch an dem Tag, als wir sie gekriegt haben. Einfach mal eine Kiste bei einem Huftier an den Stall anstellen, Schieber aufziehen und dann sind die einfach rausgelaufen, als wäre das jetzt schon immer ihr Stall gewesen. Die waren total ruhig, richtig entspannt. Da war auch noch dann ein Kamerateam vom WDR dabei, weil wir das in der Lokalzeit natürlich auch gerne präsentiert haben wollten. Und der hat sich jetzt einfach in den Stall reingestellt und dann sind beide direkt angekommen und haben sich dann die große Kamera mal von allen Seiten angeguckt, mal ein bisschen am Mikrofon geschnuppert. Und das war schon sehr cool und sehr interessant. Und wir hoffen natürlich auf Nachwuchs. Grundsätzlich ist momentan bei uns so, der Mann ist ein ziemlicher Stubenhocker. Der kennt die Anlage, der ist die einmal abgegangen, hat sie wahrscheinlich momentan bei den Temperaturen, die wir haben, auch nicht für allzu interessant empfunden. Das Weibchen dagegen ist wirklich sehr viel draußen, leider an einer Stelle, die sehr gut geschützt ist und für den Besucher nicht unbedingt immer einsichtig. Aber manchmal hat man Glück, dass sie auch mal zwischen den Positionen wechselt und dann kann man sie durchaus auch mal sehen. Und allgemein wirklich sehr interessante Tiere. Ich bin mal gespannt, wie sie sich jetzt hier machen werden. Wir tun auf jeden Fall unser Bestes, dass es ihnen gut geht.
Seit dem Interview ist ein Jahr vergangen und inzwischen sind die Schopfhirsche wunderbar vergesellschaftet mit den roten Pandas. Die roten Pandas sind nicht nur exzellente Botschafter ihrer bedrohten Art und ihres Lebensraums, den sie gemeinsam mit den Schopfhirschen bewohnen, sondern sind auch wunderbare Beispiele für die Bedeutung moderner zoologischer Gärten. Die roten Pandas, die auch kleine Pandas genannt werden, sind weitaus bedrohter als ihre großen, schwarz-weißen Namensvettern. Daher ist es wichtig, dass sich zoologische Gärten auch den roten Pandas annehmen und das tun sie bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Der Zoo von Darjeeling etwa konnte bereits rote Pandas erfolgreich auswildern, die sich schon in der Natur vermehrt haben. Das zeigt, dass die Zukunft von roten Pandas in der Natur sehr eng verbunden ist mit der Haltung dieser Art in zoologischen Gärten. Die Haltung der Tiere in Wuppertal ist deshalb eine wichtige Botschaft für diese Arbeit und eine wichtige Botschaft für die Zukunft von roten Pandas und Schopfhirschen in der Natur. Man sieht auch immer ganz schön die Interaktionen zwischen den Arten, denn die roten Pandas beobachten tatsächlich die Schopfhirsche. Gleichzeitig haben beide Arten aber auch die Chance, sich aus dem Weg zu gehen, wenn sie sich mal nicht so neugierig gegenüberstehen. Auf jeden Fall aber erleben die Besucher einen authentischen Ausschnitt des Lebensraums dieser wundervollen Arten, die in einer Natur leben, die es unbedingt zu erhalten gilt. Und genau dafür kämpft der Grüne Zoo Wuppertal jeden Tag. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.